Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich an diesem weiteren Tag hier. Die Sonne strahlt schon und ich möchte euch einfach noch mal ein bisschen abholen. Ich kann euch gleich schon sagen, ich werde ab sofort jetzt mit Veronika ihre Kamera filmen, beziehungsweise mit ihrem Handy. Sie hat einfach ein iPhone 13 Pro oder wie das auch immer heißt, oder Plus. Auf jeden Fall ist die Kamera da doch noch mal besser als wie bei mir. Und die Unterkunft war super, wirklich. Ey Leute, guckt euch doch mal die Häuser hier hinter mir an und so. Ich weiß nicht, wie viel man dafür in Deutschland zahlen würde, aber hier in den USA ist das der absolute Hammer. Aber was ich dazu sagen muss, die Wände sind dementsprechend auch wirklich nur so breit. Also es ist nicht wie wir so massiv oder sowas. Ich glaube, man könnte es fast vergleichen, ein bisschen so wie so Fertighäuser war. Aber alles in allem wirklich super. Ich bin sehr zufrieden und die Menschen sind wirklich, wirklich nett. Heute, was steht auf dem Plan? Heute geht es dann im Prinzip vom Manteca weiter hoch zum Lake Tahoe. Wir schauen uns das gerne mal an und ich will euch auf jeden Fall auch sagen, dass der Wagen, das habe ich gestern gesagt, der Wagen ist an sich top, keine Frage, aber wir haben so ein paar Punkte, wo er einfach Schrammen hat. Und zwar, wenn ihr das hier seht, guckt euch das mal an, den hat es schon ordentlich mitgenommen, ein paar Kratzer einfach hier drauf. Ihr seht es vielleicht jetzt nicht so direkt, aber hier ist zum Beispiel auch ein fetter Kratzer drin. Ich habe das alles mit aufgenommen. Oder hier eine typische Stelle beim Model Y. Guckt euch das doch mal an. Das sind alle Steinschläge. Das ist kein Dreck, das sind Steinschläge. Und hat es voll mitgenommen hier. Von daher muss ich auch nicht so viel Angst haben, wenn wir jetzt hier Offroad irgendwie durchfahren. Ihr seht da auch ein paar Kratzer dran. Es ist alles in allem schon ein benutztes Fahrzeug, kann man nicht anders sagen. Wir gehen mal kurz rein, dann zeige ich euch mal auch, wie die Route jetzt weitergeht. Wir sind hier in San Francisco gelandet, sind dann im Prinzip jetzt hier in Manteca und wollen jetzt hier hoch zum Great Lake Tahoe. Das heißt, wir fahren an Sacramento so ein bisschen doch vorbei und ihr seht hier, er sagt zu uns, wir sollen Supercharger halten. Insgesamt sind es aber nur, wenn ich das mal ausklappe und dann sage, dass er die Supercharger entfernen soll, sind es im Endeffekt aber gar nicht so weit. Ich weiß nicht, warum er uns jetzt hier hinführt, dass wir noch ein Dings machen sollen. Am Ende sind wir nämlich hier nur bei 2 Stunden 38. Es ist wirklich nicht so weit, wie man denkt. Aber ihr seht ja auch, wir haben jetzt im Prinzip, guckt mal, ich habe jetzt 10% über Nacht verbraucht, nur mit den Sentry Mode. Aber es ist normal, Leute, lasst euch nicht täuschen. Fakt ist, da fahren wir jetzt erstmal hoch. Ich bin sehr gespannt und Getränke haben wir ja gut mit dabei. Das ist wichtig auf den ganzen Trip. Calvin wird auch zu uns noch stoßen, nehme ich euch natürlich auch mit. So Leute, und einige wird es vielleicht noch interessieren, wo ich das Model Y her habe. Ich habe das jetzt gemietet, im Prinzip für 3 Wochen bei Turo. Turo ist eine Plattform, da bieten im Prinzip Privatleute ihre Fahrzeuge an und ihr könnt das dann einfach mieten. Für die 3 Wochen bin ich jetzt bei, ich sag mal, ja, so 3.000 Euro. Generell kann ich euch auch sagen, alle Preise, die ihr jetzt hier seht in den ganzen Roadtrip, die sind fast 1:1 Euro zu Dollar. Das bedeutet, wir haben gerade echt eine Scheißzeit zum Urlaub machen eigentlich, weil normal haben wir immer mal so, dass ein Dollar 1,20 € wert ist und so weiter. Jetzt ist das umgedreht, das bedeutet, wir sind schlecht dabei, auch wegen Ukraine-Krieg und so weiter. Fakt ist, wenn wir euch nachher die Supermarktpreise mal zeigen sollten und so weiter, dann sind das wirklich 1:1 Preise, könnt ihr echt so sehen. So Leute, wir begrüßen euch recht herzlich hier auf der Route 88 auf dem Weg zum Lake Tahoe. Und zwar, ich habe die Route noch mal ein bisschen geändert. Wir sind jetzt hier gerade auf der Strecke im Prinzip und wollten hier San Francisco und wollten ja hier im Prinzip Sacramento hoch und dann rüber. Wir fahren so hier unten lang und dann durch die Berge. Das wird richtig cool. Vor uns ist ein Truck, seht ihr auch da. Und ich muss euch sagen, der Wagen hier, der hat ja Enhanced Autopilot. Das bedeutet, es ist schon, ich sag mal, die mittlere Stufe jetzt zwischen Autopilot und FSD. Aber ich habe schon ein paar Schwachstellen gemerkt. Und zwar, gerade wenn wir jetzt hier auf der Straße, wenn du mal hier vorne guckst, vielleicht kommt ja mal eine Stelle, wenn wir hier auf der Straße sind und sich die Fahrbahn einfach mal erweitert, ohne Markierung, dann zickelt der so hin und her. Dann weiß der nicht, was er machen soll. Und das Gleiche haben wir ja auch in Europa. Das ist einfach so. Ich dachte eigentlich in den USA ist das besser, müssen wir mal beobachten jetzt. Wir sind ja erst ein paar 100 Kilometer gefahren, aber so ist der Plan. Und was wir auch noch sagen wollen, oder Amor, was wir festgestellt haben, hier sind so viele spanisch sprechende Menschen. Jetzt guck mal Amor, guck mal, was macht er jetzt? Jetzt sind wir mitten auf der Fahrbahn, er weiß gar nicht, wo soll er jetzt hin? Er zingelt rum und jetzt zieht er hier rüber. Die Leute hinter mir denken jetzt vielleicht auch, oh, was macht der denn jetzt? Und jetzt nutzen wir die Chance gleich, um den LKW zu überholen. Und dann ja, sind wir dran vorbei. Aber ihr habt es ja gerade schön gesehen, das war das beste Beispiel, wie er rumzugeht. Jetzt pass auf, jetzt kommt die nächste Szene. Fahrbahnverengung. Und jetzt guckt mal, was er jetzt macht.
Jetzt bleibt er aber zieht leicht in die Mitte und jetzt geht er wieder rüber. Also man hat einfach manchmal das Gefühl, dass er nicht weiß, wo er hin soll. Aber ja, wir beobachten es. So, wir sind jetzt am Supercharger in Jackson angekommen. Ihr seht es hier unten und hier ist dann unser See, wo wir hin müssen. Und ich kann euch schon sagen, das geht komplett quer durch die Rocky Mountains auch. Wird brutal. Wir gucken hier mal, ganz normal 250 kW haben wir hier wieder. Und da vorne, ich zoome mal rein, da sehen wir dann Merle's Diner. Da gehen wir jetzt erstmal frühstücken. War Amori? Amori trocknet schon die Haare hier. Gesättigt geht's jetzt weiter aufs nächste Etappenziel, im Prinzip jetzt das letzte Stück. Wir haben die Kamera mal hier auch noch positioniert, das bedeutet, wir können dann auch im Prinzip während des Fahren euch die Eindrücke hier zeigen. Ich bin sehr gespannt und ja, Amor ist noch hinten und dann geht's schon gleich los. So Leute, ihr seht schon langsam, wie immer mal zwischen den Bäumen auf einmal diese Tannenbäume durchglitzern. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir jetzt wirklich auch in höhere Lagen kommen und wir sind jetzt schon länger nur berghoch gefahren. Und das Kranke ist, weil ich euch mal loswerden will, man denkt zwar, die USA sind schwierig zu fahren, Auto, aber es ist wirklich total entspannt. Autopilot rein, das Ding laufen lassen und es ist wirklich nicht schlimm. Wirklich nicht schlimm, macht sogar Spaß. Die Leute sind auch nicht so aggressiv wie in Deutschland. Also hier wird auch mal ein bisschen Abstand gehalten und so und auch nicht gleich gehupt. Also bis jetzt hat noch kein einziger gehupt und ja, ich bin ein Anfänger in den USA. Von daher, es lässt sich wirklich fahren, da braucht ihr keine Angst haben. Leute, wir sind erst in der Hälfte der Strecke jetzt zum See. Ihr habt es gerade in den Aufnahmen schon gesehen. Es ist der absolute Wahnsinn, Leute. Willkommen in den Rocky Mountains. So kann man es echt sagen. Und ich gehe jetzt hier mal an den Rand. Ey, ist das eine Landschaft hier? Ist das inspirierend? Oh mein Gott, das ist echt, das ist das Kranke, was ich immer sage. Kalifornien hat so viel zu bieten. Wir haben das Meer, wir hatten vorhin noch 25 Grad, jetzt sind wir hier bei 15 Grad, haben jetzt hier Berge mit Schnee und allem. Also es ist doch krank, oder? Leute, ich bin überwältigt. Da unten ist ein See, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da ist ein See und krank, einfach krank. Daumen nach oben. Nein, ich muss euch jetzt noch mal mitnehmen. Es ist der Wahnsinn, Leute. Wir sind hier im Schnee. Oh, der Hammer. Einfach der Hammer. Guckt euch das doch mal an. Wow. Wow. Irre. Santa Maria. Leute, ich weiß, wir haben in Europa, in Deutschland auch schöne Ecken, aber was ich hier wirklich faszinierend finde, ist einfach dieses Weitläufige und dass wir alles mit einmal hier haben. Es ist Wahnsinn. Vorhin waren wir noch bei 25 Grad Außentemperatur, jetzt sind wir bei 11 Grad bei Schnee, was hier liegt. Ich gehe jetzt hier einfach mal hoch. Oh,
Es ist Hammer. Es ist einfach Hammer, Leute. Es ist, wie man es im Fernsehen kennt, mit Worten nicht zu beschreiben. Wow. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Junge, Junge, guckt euch das doch mal an. Das ist Freiheit. Das ist gnadenlose Freiheit. Das kann ich nicht anders beschreiben. Wow. Wow. Es ist... Ich war schon sehr oft an der Ostküste. Aber hier der Westen, was der bietet, die West Coast, ist einfach spektakulär. Oh, muss man genießen. Muss man genießen. Man kann den Kopf mal voll frei kriegen. E-Fieber hier dabei. Ihr seht's, Leute. Wow. Es ist krank. Zugefrorener See. Einfach irre. Kann ich nicht anders sagen. So, Leute, und damit ihr wirklich nochmal versteht, was ich meine mit Weitläufigkeit, das ist genau dieses Bild hier. Guckt mal hier, wie tief es runter geht. Aber genau das meine ich mit Freiheit. Das ist, sowas gibt es bei uns einfach nicht, in meinen Augen. Dass du einfach blicken kannst, dass du kein Ende siehst, dass du auch keinen einzigen Menschen da draußen siehst. Wa? Und das ist das, was mich freut, ohne Mist. Und da hat es sich echt gelohnt. Es ist Wahnsinn. Ich gucke hier, die klare Luft hier oben. Ich weiß nicht, wo hoch wir sind, aber es ist einfach ein Traum. Es ist einfach ein Traum, das kann ich anders sagen. In Deutschland, ich meine, wir haben schöne Ecken, keine Frage, aber in Deutschland, da alle 2 Kilometer sehen wir irgendwelche Orte oder irgendwelche Menschen. Und hier, guckt mal, ich habe den Drang jetzt hier reinzuspringen, an irgendwelche Stellen zu fassen, wo noch kein Mensch war. So ein Gefühl kriege ich gerade in mir, das hatte ich noch nie. Es ist geil. Es ist einfach geil, Leute, oder? Irgendwann später. So, Leute, wir sind jetzt wirklich auch an diesem See angekommen. Wir schauen da nachher nochmal gemeinsam hin. Ihr seht im Hintergrund hier die Berge, das macht es halt so irgendwie faszinierend. Also auch im Internet stand, das wäre wohl der schönste See mit in den USA. Ich bin nachher sehr gespannt, der müsste irgendwo da hinten sein. Fakt ist, hier ist unsere nächste Unterkunft, Blue Lake Inn. Das ist wie ein Motel, seht ihr ja auch hier. Bisschen motelmäßig erhalten und ich bin sehr gespannt, aber von Bewertungen und so alles tipptopp. So, Leute, wo sind wir denn? Richtig am Lake Tahoe. Wir haben es geschafft. Ihr seht, glasklares Wasser. Der absolute Wahnsinn. Drumherum hier die Berge. Das zeichnet den See aus. Ist eine wunderschöne Schönheit, muss man echt sagen. Da drüben ist auch eine kleine Hochzeit, seht ihr auch. Was man allerdings hier auch bemängeln muss, hier ist auch, ich schwenke mal rüber, das sind schon private Anwesen. Was ihr da seht, ist alles privat. Ein bisschen schade, weil ja, man will ja überall mal an den See ran. Aber das sind alles schon private Anwesen. Ihr seht hier auch ein Hinweisschild. Wenn man das nicht ignoriert, wird man gleich mit einer 8 abgeschleppt, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Tja, was soll ich euch sagen? Wieder ein Ziel erreicht. Können wir einen Haken dran machen. Magic, Magic. So, Leute, diesmal heißt es wirklich richtiger Motel Lifestyle. Da unten steht Tesla Model Y. Und hier, wir haben Room Nummer 206. Machen wir ein schönes Türchen zu. Und ja, was soll man sagen? Was ist das denn? Fernseher? Ne, Mikrowelle. Amori, hä? Großes Bettchen, King Size. Oh, Magic. Und hier noch ein Bettchen. Kann man sich noch schön duschen. Tja, so ist das halt. Was hat das jetzt gekostet heute? Im Prinzip die erste Unterkunft hat gekostet um die 99 Euro. Und hier sind wir jetzt im Prinzip, ich glaube, bei 160 Euro. Aber man muss sagen, ist mit Frühstück. Ist mit Frühstück dabei, also top soweit. Party People, ihr wisst nicht, was hier gerade vor mir steht. Ein Rivian, einer der seltenen Rivian hier. Amazing, der Owner hat mich hier auch erlaubt. Thank you so much, dass ich hier ein bisschen filmen darf. Und ihr habt hier, like Tesla, im Prinzip auch den Screen. Er hat sogar Air Suspension, guckt euch das doch mal an. Das ist amazing. Ihr habt so viel Platz, Panoramadach, abwärts. Und hier, er pumpt ihn gerade hoch, hat im Prinzip wirklich auch, ja, Airride drinne, kann man sagen. Und er hat gesagt, er ist ein Early Adapter, Early Owner, First Owner. Und ja, was hat er hier bezahlt? 60.000 $. Und jetzt sind die mittlerweile auch bei 80.000. Aber Konkurrenz für einen Cybertruck, das ist absolut sick, absolut sick.
So, und die Jungs haben nochmal vorne extra den Frank aufgemacht. Und ihr seht hier, wir haben hier unten nochmal extra Storage. Im Prinzip, wo wir Zeug reinlegen können. Hier haben wir oben das drauf. Also es ist gigantisch. Der Cybertruck muss da abliefern. Ja, absolut. So Leute, wir schauen jetzt hier nochmal rein. Sie haben es nochmal aufgemacht, die Jungs, die sind amazing. Und hier, wir haben sogar hier im Prinzip einen 120 Volt Outlet. Im Prinzip, was man rauskriegt, kein 12 Volt nur. Ihr habt hier Storage nochmal extra. Und gerade wo er das Fach aufgemacht hat, ist der automatisch auch runtergefahren. Also das Ding ist einfach ein Biest. 4 Türer im Prinzip Hammer. Einfach Hammer.